Das verrückteste Jahr meines Lebens und wie es mich verändert hat. Ich habe im Jahr 2025 7 Länder und 2 Ozeane bereist, per Anhalter, ohne Handy und größtenteils finanziert durch Straßenmusik. Ich habe Gitarre spielen, singen, segeln, Videoschneiden, Spanisch sprechen und so vieles mehr gelernt und die Welt und mich selbst ein ganzes Stück besser kennengelernt. Ich möchte in diesem Video dieses unglaubliche Jahr Revue passieren lassen und meine Erfahrungen und Erkenntnisse von einem ganzen Jahr Vollzeit-Weltreise zusammenfassen. Fangen wir am Anfang an, am 1. Januar 2025. Pünktlich zum neuen Jahr habe ich mir am 31.12. meine Gitarre Cocoa gekauft und fing im neuen Jahr sofort mit dem Üben an. Obwohl ich keinerlei Vorerfahrung hatte, konnte ich dank einem erheblichen Zeitaufwand relativ schnell die ersten Songs spielen. Denn dank des ersten großen Kapitels diesen Jahres hatte ich Zeit im Überfluss. Nachdem ich Ende 2024 mit meinem Kumpel Gianni ein Boot gefunden hatte, das uns von Lanzarote bis in die Karibik mitnehmen würde, stechen wir am 5. Januar für die Atlantiküberquerung in See und kommen nach 18 Tagen auf hoher See in der Karibik an. In den knapp 3 Wochen der Atlantiküberquerung lerne ich die Grundlagen des Segelns, sehe Delfine, fange Fische per Schleppangeln, übe viel Gitarre und genieße die unglaubliche Ruhe inmitten des großen Teichs. Auf Martinique gehen wir von Bord und quartieren uns erst einmal im Hitchhiker-Camp der Insel ein. Dort leben viele der anderen Bootshitchhiker gemeinsam in einem Waldstück, kochen zusammen am Feuer und genießen die Zeit. Nach einem Monat auf Martinique, in dem wir die Insel von oben bis unten ausgekundschaftet haben, ist es Zeit, wieder in See zu stechen. Gemeinsam mit Gianni, 2 weiteren Hitchhikerinnen und dem Kapitän fahren wir in 10 Tagen von Martinique nach Cartagena in Kolumbien. Auf dem Weg stoppen wir noch in Aruba und erkunden einige verlassene venezuelanische Inseln. Kapitel 2: Kolumbien. Endlich am Festland angekommen, trennen sich recht schnell unsere Wege. Von Cartagena aus zieht jeder in eine andere Himmelsrichtung davon. Ich mache mich per Anhalter auf den Weg nach Medellin, doch bereits 40 Kilometer von Cartagena entfernt mache ich ein Erlebnis, was nicht nur meine Reise, sondern mein ganzes Leben für immer verändern wird. Ich werde in der Kleinstadt Arjona von einer kolumbianischen Familie adoptiert und komplett als Familienmitglied aufgenommen. Insgesamt bleibe ich 7 Wochen dort, in denen ich die kolumbianische Kultur auf eine ganz besondere und persönliche Weise kennenlernen darf. Auch beginne ich Spanisch zu lernen, denn wirklich niemand spricht hier Englisch. Danach verbringe ich einen weiteren Monat bei anderen Mitgliedern der Familie in Rio Negro nahe Medellin. Als Abschluss meines Aufenthalts in Kolumbien mache ich im Urwalddorf Sibundoy meine erste Erfahrung mit Ayahuasca, bevor ich das Land nach 90 Tagen in Richtung Ecuador verlassen muss. Kapitel 3: Ecuador. In Ecuador, dem wohl besten Land zum Hitchhiken in ganz Südamerika, treffe ich auf Stefan, einen anderen Bootshitchhiker, den ich in Gibraltar kennengelernt hatte. Gemeinsam mit ihm und mit Gianni, der inzwischen auch in Ecuador ist, verbringen wir eine tolle Zeit in der Hauptstadt Quito. Danach lerne ich beim Hitchhiken über Umwege Elias kennen. Er ist Abstämmiger des indigenen Quechua-Stammes, Künstler und Ayahuasca-Schamane. Ich unterrichte für einige Wochen Englisch im Nachbardorf Cotundo. Nach einigen Wochen stoßen Stefan und schließlich auch Gianni dazu und so verbringe ich am Ende 6 Wochen im Urwalddorf Archidona. Als sich mein Visum für Ecuador dem Ende neigt, mache ich mich gemeinsam mit Stefan auf den Weg Richtung Peru. Kapitel 4: Peru. Nach der Grenze trennen sich recht schnell unsere Wege. Ich lande in der Andenstadt Cajamarca, wo ich die peruanische Gastfreundschaft kennenlerne. Danach geht es Richtung Küste. Ich verbringe einige Zeit in der Hauptstadt Lima sowie dem benachbarten Dorf Punta Hermosa, wo ich wieder auf Stefan treffe. Nach einem Abstecher in die Oasenstadt Huacachina geht es für mich wieder nordwärts. Nachdem ich die deutsche Urwaldkolonie Posuso besucht habe, mache ich mich im Pucallpa auf die Suche nach einem Boot durch den Amazonas. Kapitel 5: Amazonas und Brasilien. Insgesamt lege ich 4000 Kilometer auf dem Amazonas zurück. Zwischendrin verbringe ich 3 Wochen in der kolumbianischen Urwaldstadt Leticia mit dem Lackieren von Motorrädern, bis ich schlussendlich in Belém an der Atlantikküste Brasiliens ankomme. Von dort reise ich per Anhalter die fehlenden 2000 Kilometer bis Natal, wo meine Familie über Weihnachten im Urlaub ist. Leider fährt auf dem Weg ein LKW über mein Gepäck und zerstört dabei meine Gitarre, meine Kamera und einige weitere Ausrüstungsgegenstände. Ich lasse das Jahr mit meiner Familie ausklingen, bereit mich im neuen Jahr wieder in neue Abenteuer zu stürzen. Kapitel 6: Wie hat dieses Jahr mein Denken verändert? Ich habe in diesem Jahr viele messbare Fähigkeiten gelernt, doch die größten Veränderungen habe ich auf persönlicher Ebene gemacht. Ich lernte, dass es nichts braucht, außer einen Sprung ins kalte Wasser und ein wenig Vertrauen, um seinen Träumen zu folgen. Ich wurde so oft aus ausweglosen Situationen gerettet, dass es kein Zufall mehr sein kann. Entsprechend baute ich ein unglaubliches Vertrauen darin auf, dass das Leben auf mich Acht gibt und mich für Risiken belohnt. Viele der Menschen, die ich dieses Jahr kennenlernen durfte, werden mich hoffentlich noch viele Jahre meines Lebens begleiten und so endet dieses turbulente Jahr mit einer Menge tollen Erinnerungen und Lust auf mehr. Wenn du dieses Video siehst und einen Traum hast, dann folge ihm. Nur der erste Schritt erfordert Überwindung. Danach wird der Fluss des Lebens auf dich Acht geben und dir vielleicht nicht immer die Erfahrungen geben, die du willst, aber auf jeden Fall die, die du brauchst. Falls dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, Kommentar oder Abo. Frohes neues Jahr, wir sehen uns im nächsten Abenteuer.